Hi Leute, ich bin jetzt gerade beim Part 3 und jetzt geht es heute darum, den Bass zu machen, welches ich ja auch schon Tutorials habe auf YouTube, aber es geht jetzt nur um diesen Track hier und ich habe versprochen, dass ich von Start to Finish mache, also werde ich jetzt auch nochmal einen Bass komplett neu basteln, aber vielleicht nicht mehr alles genauso erklären. Wenn ihr es dann nochmal genauer wollt, dann schaut einfach mein anderes Tutorial an, wie man einen Bass bastelt. Und zwar habe ich hier jetzt noch den Build-Up. Und dann machen wir hier den Fake Drop und hier den Bass. Und jetzt mache ich jetzt einfach mal einen Kick hin. -10 passt so. Und ich habe hier schon den Kick habe ich mal. Ja, können auch den nehmen hier. Ähm, genau, und jetzt ich mache den Kick meistens hoch, dass ich oben den Bass habe. Das könnt ihr machen, wie ihr es wollt. Kann mal umbenennen. Und hier beim Offbeat schneiden. Also hier haben wir ja ein Beat. Das ist ein halber Beat und wir sollten das alle bis zum Offbeat immer schneiden und ein bisschen faden, weil wenn ihr hier einen Bass habt, dann sollte der nicht mehr über dem Kick nachher, also mit dem Kick überschneiden. Und jetzt duplizieren wir den mal. So, nur 7. Und jetzt machen wir direkt mal eine MIDI für den Bass. Und wir sind jetzt im Key G. So, und jetzt mache ich den Serum rein. Wahrscheinlich schon direkt mal ein bisschen leiser auf -10. Das war noch eine Oktave zu hoch. Hier direkt random raus. Filter ganz normal auf Envelope 2. Einfach mal runter. Irgendwie so 300. Nochmal. So. Und mit Alt und Shift könnt ihr hier klicken. Dann geht es entweder links und rechts oder halt nur rechts. Und jetzt gehe ich hier so irgendwie von Mitte links bis Mitte rechts. Und dann mache ich noch ein Envelope mit nur etwa 40 oder so oder 50 bis ganz hoch. Und jetzt könnt ihr hier die Phase, was am besten klingt. Ich glaube, meistens ist es schon am besten, wenn es ganz links ist. Ihr könntet jetzt theoretisch schon ein bisschen Sub, ich meine ein bisschen Distortion oder halt den Downsample, was viele machen. Ja, das wäre eigentlich schon alles. Man könnte da schon noch ein bisschen was basteln, aber das ist eigentlich unnötig, weil ich lieber den Bass mache mit, also Processing halt einfach hier die Effekte, anstatt dem Serum selber die Effekte. Und dann Trash, wie immer bei mir. Ich benutze den sehr gerne. Und jetzt mache ich hier den Dry Wet ein bisschen weg. Ich mache jetzt lieber 10 Effekte mit bisschen Dry Wet, anstatt halt einen Effekt, wo ich halt dann komplett übertreibe. Und dann, wir können auch noch einen drauf machen. Umso mehr verschiedene Effekte wir haben, umso mehr Harmonien gibt es. Und es füllt halt einfach das Frequenzspektrum füllt es halt dann einfach auf. Saturn. Ich werde jetzt nicht unnötig Zeit verlieren, indem ich jetzt halt jegliches Zeug erkläre, was ich schon in einem anderen Tutorial habe. Aber es gibt jetzt auch viele Möglichkeiten, was wir halt hier drauf machen können. Ja, da kann man ewig lang probieren. Ich lasse es jetzt mal bei dem. Hier aber ist etwa 30 Hertz. Und jetzt haben wir noch ein bisschen zu ein starkes Klicken. Dieses Pfeifen. Und
Und dann können wir auch noch ein Limit daran machen. Habe ich den Random noch an? Ne, habe ich nicht. Genau, und was wir jetzt auch noch machen können, das ist sehr speziell. Das machen viele nicht, aber viele von diesen Plugins, vor allem wenn man es jetzt halt so schnell hinwirft, dann gibt es einen unsauberen Ton drin, welchen wir hier einfach mit dem EQ entfernen können. Und zwar fängt man von hier oben an und geht dann einfach runter. Und jetzt sieht man den Unterschied. Das ist dieses Kratzen. Ich will eigentlich nur den hier. Ja, etwa so. Und jetzt können wir den aufnehmen. Ich benenne den gerade mal um zu G. Für den Key, dass wir immer wissen, welchen Key wir haben. Jetzt gehe ich hier gerade, bevor die Waveform anfängt, gehen wir hier zurück. Und was auch sinnvoll sein kann, wenn ihr das wollt, ist, dass ihr den auf plus 10 macht und dann halt wieder hier auf minus 10, weil dann seht ihr mehr von der Waveform. Dann ist die hier einfach breiter und dann seht ihr genau, was der macht. Und jetzt können wir den mal anhören mit dem Kick. Ist eigentlich ganz okay. Ich mache lieber Rolling Bass. Eventuell haben wir für die Rolling Bass, den hier jetzt auf 0, halt einfach 10 leiser als die zwei vorne. Bei der Rolling Bass könntet ihr diese, ich muss zum Serum, diese Decay Time hier. Bei Offbeat ist die meistens höher als bei der Rolling Bass. Und beim Offbeat könntet ihr jetzt auch zum Beispiel jetzt haben wir hier noch den EQ hier automatisiert. Und da könntet ihr jetzt halt eben die Decay Time höher machen. So. Ist dann einfach ein bisschen saftiger. Hier, ich bin ein bisschen nach oben gerutscht, hier auf 350. Da war es bei 300. Jetzt sieht man gerade den Unterschied. Ja, das ist schon dann ein ordentlicher Unterschied. Das machen wir jetzt aber weg. So, und jetzt geht es dann direkt die Bassline. Was ich hier nachher bastel, das mache ich dann erst im nächsten Tutorial. Wir brauchen jetzt einfach mal eine Bassline, damit wir hier einen Fake Drop machen können. Dafür nehme ich das jetzt mal auf. Und mache den hier hin. Dann schön hier zum nächsten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier einen kleinen Fade machen sollen. Ist wahrscheinlich nicht schlecht. Dass nicht ein Klicken nachher davon da drüber läuft über den nächsten Kick. So, und jetzt haben wir viele Möglichkeiten, das hier zu machen. Zwar haben wir hier den Bilder und dann, das wäre jetzt hier auf 0, glaube ich. Oh, oder habe ich das falsch gedacht? No, nee, müsste auf 0 sein. Aber mit den ganzen Effekten noch ein bisschen runter, weil das wird nachher lauter. Da können wir direkt schon mal so eine Automation machen, wo wir bei beiden hier von der Mitte kommen und dann hier gegen Schluss immer immer mehr Frequenzen zulassen. Beim 1 wäre es natürlich dann auf die andere Seite. So. Und was da auch ziemlich interessant ist, wäre so ein Mix hier. Nicht ganz bis unten hier, also nicht ganz auf 0, sondern ich habe den Reverb schon gerne, wenn er noch
so ausläuft. Und ich glaube, den fangen wir weiter unten an. Dass es so wirklich reinfließt, dass man ihn zuerst eigentlich wie gar nicht hört. Und was halt dann halt auch ja, sehr interessant ist, ich mache den Trash mache ich am Anfang. Oder sagen wir nach dem EQ. Es hat jetzt einen Grund, ich kann jetzt nicht jedes einzelne Detail erklären, aber es macht auf jeden Fall Sinn hier in diesem Fall. Hier haben wir diese ganzen Effekte, loopen wir mal den hier vorne, wo man es hört. Ja, die sind schon übelst nice. So, und dann haben wir das hier so. Dann Fill und dann kommt Drop. Und jetzt muss ich hier das Zeug halt noch ein bisschen auffüllen, auch mit einem Impact wahrscheinlich, weil das ist nachher einfach sonst zu leer. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der jetzt passt, aber wir müssen einfach ausprobieren. Das ist gar nicht so schlecht. Machen wir hier ein rückwärts. Einfach R klicken für rückwärts, falls ihr das noch nicht wisst. Und dann unbedingt vor dem Fill. Also bevor hier nachher der Fill kommt, müssen wir hier fertig sein mit diesen Upliftern. Der ist fast ein bisschen zu leise, wir brauchen da noch mehr Noise, genau, das wäre perfekt. Können wir einfach irgendwie so ein Teil rückwärts, weil ich will den Anfang hier cutte ich dann sowieso, weil es dort so ein Attack hat. Und das ist nachher nicht gut, wenn wir das rückwärts hier machen. Was ich gemerkt habe, ist der hier, der hört so abrupt auf. Das heißt, ich lasse den wahrscheinlich doch so weiterlaufen. Ja. Dann kommt der Fill und dann der Drop. Genau das mit dem Fill werde ich dann auch noch in einem einzelnen Tutorial zeigen. Das heißt, da werden wir auch schon dann beim nächsten Part und dann sehen wir uns bei Part 4. Peace.